Für mich ist es aber eher eine Bumblebee statt eine Speedy Bee. Und ob er das Zeug hat zum Masterframe, und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das muss man erstmal abwarten. Hey Drohnenfreunde, neues Jahr, neue Drohne. Ich habe mich dieses Jahr entschlossen, ein neues DJI 03R Unit Setup zusammenzustellen und bin auf der Suche nach einem geeigneten Frame bei Speedy Bee gelandet. Und zwar ist das dieser hier, der Speedy Bee Master HD, kam gerade an. Und ja, ich lasse mich da überraschen. Laut Hersteller, es wird bei dem Frame bei den Aufnahmen kein Frame in den Aufnahmen zu sehen sein oder auch direkt beim Fliegen nicht. Genauso wenig auch die Propeller, was natürlich ein Riesending wäre, weil es eigentlich kein Dead Cat ist, wo die Arme so weit auseinander stehen und dadurch ein bisschen Flugeigenschaften verloren gehen. Ja, also den Frame, den gibt es jetzt direkt bei Speedy Bee zu kaufen für, ich denke mal so um die 60 €. Für den FC und EC habe ich den F7 V3 BL3250 Ampere 30×30 Stack bestellt bei Speedy Bee, und zwar zusammen mit dem Frame. Da konnte ich dann 10 € circa sparen. Heißt aber nicht, dass der dann günstig ist. Der kostet dann immer noch über 100 € oder um die 100 €, was ja nicht gerade günstig ist für einen Stack. Er sieht aber schon mal zumindest sehr schnieke aus. Kam auch gleich mit dem Frame an. Ja, ich hoffe, dass er das auch verspricht, was die Leute über ihn schreiben, weil da hat er bei den ganzen Testern und Tests sehr, sehr gut abgeschnitten. Und da lasse ich mich dann einfach mal überraschen. Ja, des Weiteren kommen dann die Xing-Motoren. Das sind die von Xing-Motoren, die Zweier von iFly. Das sind die Xing 2207 1850 kV. Ja, die habe ich AliExpress bestellt. Ich weiß, mache ich eigentlich ungern, aber ich weiß auch nicht warum. Hat aber gut geklappt. Und zwar habe ich die für 60 € bekommen, den 4er-Pack. Und da konnte man einfach nicht Nein sagen. Hoppala. Des Weiteren kommt jetzt noch dazu der TBS Crossfire Receiver. Den hätte ich eigentlich gar nicht jetzt gebraucht dafür für das Setup, weil ja die DJI Air Unit 03 mit dem Remote 2 Controller von DJI zusammenarbeitet, und den habe ich zufällig auch da. Aber ich bin so zufrieden mit Crossfire, da wollte ich einfach nicht drauf verzichten. Und bei DJI Remote 2 habe ich so ein bisschen Angst, wenn da mal die Funkverbindung verloren geht, dass die Verbindung zu lange braucht, bis sie wieder aufgebaut ist und die Drohne mir in der Zeit vom Himmel fällt. Weil so ein Problem hatte ich mit Crossfire bisher noch nie, und ja, da möchte ich auch weiterhin nicht drauf verzichten. Ja, was noch? Ein GPS-Modul werde ich vielleicht einbauen. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich habe jetzt hier eins von iFlight. Das habe ich schon ein bisschen länger hier ein bisschen rumfliegen. Oder auch noch eins von TBS, was eigentlich eine sehr günstige Alternative ist zu dem iFlight. Ich glaube, das kostet um die 15 €. Also das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Mal schauen, ob ich das einbaue, wie der Platz da im Frame dafür vorhanden ist. Gut, was kommt noch hinzu? Ja, einen Pieper oder ein Buzzer. Und da habe ich diesen Wi-Fi Finder 2. Den gibt es schon länger auf dem Markt. Der kostet auch, ich glaube, um die 9 €. Vorteil von dem ist, der hat, wenn ich es aufbekomme jetzt, nee, doch, jetzt. Der hat eine Batterie dabei. Und zwar ist das ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der hat jetzt hier unten nochmal eine extra Batterie. Das ist ganz praktisch, wenn man fliegt und hat einen Crash und der Akku fliegt von der Drohne runter. Und ich habe schon häufiger meine Drohne gesucht. Das dauert dann sehr, sehr lange, wenn man keinen Ton hat, wo man sich orientieren kann. Und dieser Piepser piept dann einfach weiter. Ich glaube so 24 Stunden. Und ja, hilft einem bestimmt extrem gut, die Drohne zu finden, auch wenn mal der Akku wegfliegt. Ja, im Großen und Ganzen war es das zum Setup. Ah nein, das Wichtigste habe ich noch vergessen.
natürlich die DJI 03 Air Unit. Ja. Ich habe sie kurz mal getestet beim Bekannten. Ich war so begeistert von der Bildqualität, dass ich jetzt einfach auch eine haben musste. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an mit dem Zusammenbau und schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, noch zu erwähnen ist, dass der Aufbau der Drohne über 3 Videos gehen wird. Das hier ist das erste und handelt von dem Aufbau und den Eigenschaften des Frames. Das zweite Video geht dann über den Einbau der Komponenten und das dritte Video geht dann über die Konfiguration in Betaflight und natürlich auch die entsprechenden Testflüge. Wer jetzt nur am Endresultat interessiert ist, kann natürlich auch gleich zum dritten Video springen. Für alle anderen freut es mich, wenn ihr natürlich dran bleibt. Die anderen Videos werde ich dann hier oben verlinken, insofern sie schon hochgeladen sind. Wenn nicht, sie werden definitiv zeitnah kommen. Um sie nicht zu verpassen, drückt einfach den Subscribe-Button und die Klingel, dass ihr sie auf keinen Fall verpasst. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir gleich rein und starten mit dem Frame. Na gut, schauen wir mal, was wir hier haben. Ich habe hier das GoPro-Mount mitbestellt. Ich will zwar hauptsächlich ohne GoPro fliegen, aber für wirklich gute Aufnahmen ziehe ich, glaube ich, die GoPro der O3 Unit definitiv vor. Deswegen habe ich den mitbestellt. Dann ein Arm und zusätzlicher, der war recht günstig und dann direkt mit dem Frame noch mitbestellt. Schadet ja nie. So, dann schauen wir mal, was hier in der Box ist. Mal gucken. Auf. So, da kommt einem gleich erstmal der QR-Code für die Bedienungsanleitung und die App entgegen. Die App braucht man dann später, um die Drohne über Wi-Fi direkt zu konfigurieren. Man braucht also keinen Laptop, kein PC. Man kann das alles dann über das Handy, über Wi-Fi konfigurieren. Soll eine super Sache sein. Als nächstes haben wir jetzt hier noch den Master 5 HD Bedienungsanleitung oder Installationsanleitung. Brauchen wir erstmal später. Und jetzt, was haben wir hier noch? Schaumstoff. So, und da kommt hervor die Topplate, bestehend aus 2 Teilen. Okay. Als nächstes wieder etwas Schaumstoff und die Bodenplatte. Okay, ist auch ein Zweiteiler. Wird dann wohl hier so zusammengesetzt dann. Stimmt irgendwie so. Ja. Und den Gummi dann für später drauf. Okay. Als nächstes wieder Schaumstoff. Und noch mehr Schaumstoff. Und was haben wir denn hier jetzt so alles drin? Einmal zusätzlich ein Kabel für die DJI 03 Air Unit, weil man ein etwas längeres braucht, um die in diesen Frame einzubauen. Wenn ihr das also den Frame euch holen wollt, nicht vergessen, das etwas längere Kabel damit mit zu bestellen. Ist zwar nicht ganz einfach mit dem Einbauen, aber ich denke mal, das kriegen wir dann schon hin. Was haben wir hier noch weiter? Ich denke mal, das ist für die Kameramount vorne. Dann haben wir hier ein paar Abstandhalter, ein paar Kabel. Ich denke mal vom FC zum ESC. Schräubchen. Oje, noch mehr Schrauben. Oje, oje. Viel mehr Schrauben. Okay. Und jede Menge TPU-Kram für nachher zum Schutz der Drohne. Hier haben wir einen XT60-Stecker. Der kommt direkt in die Platte später rein, was ich ziemlich gut finde. Ich habe das auch schon bei einer anderen Drohne und das ist viel, viel einfacher, als würde das Kabel dann draußen rumhängen. Wird dann wohl hier später so hier reinkommen. Gut, was haben wir noch drin? Für den ESC und FC so Gummifüße für Antivibration. Ich glaube, das ist ein bisschen weicher. Ja, das ist ein bisschen härter. Ist für 30er
Stacks und für 20er Stacks beides vorhanden. Eine schöne Sache. Okay, was haben wir hier noch drin? Batterie, Anti-Rutsch für Gummi für die Batterie. Ein paar Straps und die Antennentubes, dass sie nicht kaputt gehen. Gut. Und viel Schaumstoff. Da ist jeder Arm mit einem extra Schaumstoff nochmal abgetrennt. Okay, finde ich eine ganz schöne Sache. Gut, ich würde sagen, was haben wir hier noch? Das ist nochmal ein Tube. Und da haben wir noch mehr. Für die vorne, für die Linse, dann die Seitenplatte zum Befestigen. Sieht schon mal gut aus, wird nicht lang so gut aussehen. Was ist hier noch drin? Das ist die andere Seite. So, da noch drin stecken. Das ist die R03 Installationskit-Platte. Mit der Platte wird dann später die R-Unit auf dem Frame aufgebaut. Und genau das ist dann auch noch speziell für die 03 R-Unit. Das wird dann später hier miteinander verbunden, damit die Hitze besser abgeführt wird. Also es ist eine wirklich coole Sache. Da haben sie schon wirklich gut mitgedacht, weil die R-Unit extrem heiß werden kann. Ja, ich glaube ansonsten sind noch die Arme drin. War es das erstmal? Ich glaube, ich räume das jetzt erstmal alles aus. Und dann fangen wir gleich an mit dem Zusammenbau. So, ich habe ein bisschen mal die Sachen sortiert. Ich finde es ganz gut, die ganzen Schrauben sind sehr schön beschriftet. Das heißt, man kann es relativ einfach finden, für was sie sind. Ja, die Arme sind auch alle gleich, also da gibt es keinen Unterschied von hinten, vorne, links, rechts oder sonstiges. Das sind alle baugleich. Ja, ich fange jetzt einfach mal mit der Bodenplatte an. Das ist diese hier. Das ist unten. Ja, und habe mir natürlich die Anleitung mal ganz kurz angeguckt. Mal gucken, ob ich es auch jetzt soweit ohnehin bekomme. Da brauche ich hier von diesen Schrauben. Brauche ich für die Ärmel 2. Dann machen wir das mal so. Ja, nach einer Stunde habe ich es endlich geschafft, den Master 5 HD Frame zusammenzubauen. Wäre auch viel schneller möglich gewesen, wenn ich die Anleitung gelesen hätte, richtig. Ich kann nur empfehlen, die Anleitung ist wirklich gut geschrieben, benutzt sie auch. Aber nichtsdestotrotz, jeder, der schon mal ein Billigregal von Ikea zusammengebaut hat, sollte mit dem Frame hier keine Probleme haben. Gut, ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal ein bisschen mehr im Detail an. Ja, der Frame ist etwas ganz anderes diesmal. Er wurde als Freestyler aufgebaut und besonders innovativ fand ich jetzt hier dieses Gummipad.
was die ganzen Vibrationen von dem FC später auffangen soll, um die Gyrodaten nicht zu verfälschen. Ja, des Weiteren, was ich wirklich gut an dem Frame finde, ist der eingebaute XT60-Stecker. Für mich ist das wesentlich einfacher, das Kabel irgendwo an einem festen Gegenstand einzudrücken, als irgendwo in dem Kabels, die dort rumfliegen. Also finde ich auch eine nette Sache. Ja, die nächste super Sache hier ist, die Arme sind als Quick Release gebaut. Das heißt, wer hat eigentlich nur 1-2 Schrauben. Indem man diese und diese Schraube einfach löst, kann man dann den Arm rausziehen, den neuen Arm einfach reinsetzen und das ist eine super schnelle Sache. Gerade wenn man unterwegs ist, draußen ist, dann kann man den Arm sehr, sehr schnell reparieren, ohne den kompletten Frame auseinanderzubauen. Ja, des Weiteren haben sie sich was gedacht mit der Hitzeableitung von der Air Unit 03. Wir haben hier diese Hitzeableitungswabe, würde ich mal nennen, nach draußen gebaut. Das heißt, hier kommt eine Platte rein von der Air Unit. Die sitzt dann direkt auf dieser Wabe drauf und die Hitze wird über diese Platte, dann über diese Wabe durch die Luft gut abgeleitet. Und dadurch gibt es eine viel bessere Kühlung, als wenn das direkt im Frame nur drin sitzen würde. Ja, der Kamerakäfig hier vorne kommt mir relativ stabil vor. Der ist aus Aluminium gefertigt. Wie viel er dann wirklich aushält, das wird sich dann in der Praxis erst zeigen. Genauso die Seitenplatten für die Kamera. Die sind ja 20 mm auseinander, um perfekt für die 03 Air Unit die Kamera, dass die hier reinpasst. Man kann aber auch hier Verjüngungen reinsetzen. Die sind übrigens in dem Paket von dem Frame enthalten. Die sind jeweils einen halben Millimeter dick und wenn man die mit einbaut, dann verjüngt sich natürlich der Käfig um 1 mm und dann passt es auch für andere Kamerasysteme wie die Caddx Vista oder die gängigen, die man sonst so benutzt. Ja, was mir noch aufgefallen ist, der Frame ist sehr lang. Also für einen 5 Zoll Frame finde ich ihn wirklich sehr lang geraten. Hat damit wohl aber zu tun, dass man das ja so bauen wollte, dass die Propeller nicht in der Kamera zu sehen sind oder auch Teile des Frames nicht wirklich im Bild zu sehen sind später. Und deswegen wurde das ganze Modell etwas weiter nach vorne geschoben, um dann wirklich diese Propeller nicht mehr im Bild zu haben. Ist dadurch halt ein bisschen größer geworden. Ich weiß nicht, ob das die Flugeigenschaft sehr stark beeinflusst. Das werde ich auch erst später im Praxistest sehen. Ja, dann schauen wir mal, wie lang er ist, ob es mir nicht nur so vorkommt, sondern dass er wirklich so lang ist. Wenn ich von vorne bis zum Ende des TPUs messe, habe ich 235 mm. Das finde ich jetzt schon recht lang für einen 5 Zoll Kopter. Gut, wie gesagt, ob es dann die Flugeigenschaften wirklich so beeinflusst, das muss man dann sehen. Ohne das TPU hinten, das heißt ohne das GPS-Teil, wäre, okay, mit Antenne wären 21 cm. Ja, was trotzdem immer noch sehr lang ist dann für einen 5 Zoll Kopter. Ja, dann mal noch das Gewicht messen, wie schwer das ganze Gerät ist. So, schauen wir mal, wie wir es am besten drauf bekommen, dass wir es richtig auflegen. Da sehe ich, wir haben 187 Gramm. Okay, ja, ist nicht so leicht, wie ich gehofft habe, aber ich habe ja auch noch zusätzlich das GoPro-Mount hier drauf gemacht, was auch nochmal ein paar Gramm sind, aber jetzt auch nicht die Welt. Okay. Dann, was haben sie noch dazu gebaut? Ich sehe hier unten den Gummischutz. Ob der was hält, ob der was bringt, das weiß ich noch nicht wirklich. Vielleicht ein paar Kratzer weniger drauf, aber die Kratzer hat man dann auf dem Gummi. Also ich bin mir jetzt noch nicht so hundertprozentig, ob der wirklich etwas bringt, weil der ist jetzt auch nicht zum Vibrationsschutz oder irgendetwas. Und auf den Gummi sollte auch nichts drauf kommen. Man hat ja
Hier noch die TPU-Teile dazwischen. Das heißt, rein theoretisch sollte er gar nicht mit diesem Teil irgendwo groß am Boden entlang schlittern. Gut. Bis jetzt gefällt mir der Frame richtig, richtig gut. Für mich ist es aber eher eine Bumblebee statt eine Speedy Bee. Und ob er das Zeug hat zum Masterframe, und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das muss man erstmal abwarten. Oder was haltet ihr davon? Denkt ihr, der Frame hat das Zeug, der nächste Masterframe zu werden oder eher nicht? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Solange ihr das macht, fange ich schon mal an, mit den Komponenten einzubauen. Und wenn ihr Interesse habt, folgt den zweiten Teil, wo ihr das nachverfolgen könnt. Bis dahin wünsche ich euch wenig Rechts und viel Spaß beim Fliegen. Ciao.